ChatGPT auf meinem eigenen Rechner auch ohne Internet nutzen? Darum soll es in dem heutigen Video gehen, nämlich große Sprachmodelle auf dem eigenen Rechner zu installieren und zu nutzen. Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und vor allem der Fragestellung, wie wir diese Systeme und Tools auch in der Industrie einsetzen können. Eine Fragestellung, die uns natürlich häufig gestellt wird, wenn wir mit Unternehmen sprechen, ist die Frage nach dem Datenschutz. Was passiert mit meinen Daten, wenn ich etwas wie ChatGPT nutze? Wie kann ich beispielsweise diese Technologien einsetzen und trotzdem gewährleisten, dass meine Daten nicht nach außen dringen? Und eine Möglichkeit, die sich tatsächlich anbietet, ist die Nutzung großer Sprachmodelle, ähnlich wie dem GPT-Modell, das ChatGPT zugrunde liegt, auf eigener Hardware, auf der eigenen Computerinfrastruktur. Und zwar ist es so, dass kurz nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde, auch das erste sogenannte Llama-Modell von Meta tatsächlich erstmal geleakt und dann auch offiziell veröffentlicht wurde. Also ein ähnliches Sprachmodell, das auch mit großen Datenmengen trainiert wurde. Und davon gibt es mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Es gibt sehr viele Organisationen, die diese Modelle entwickeln und zum Teil tatsächlich dann auch frei zur Verfügung stellen. Und da möchte ich heute zeigen, wie man tatsächlich auf relativ einfachem Wege, auch mit eingeschränkter Hardware, das Ganze einmal auf dem eigenen Rechner nutzen kann. Wie gut sind denn diese Modelle dann im Vergleich beispielsweise zu ChatGPT? Und der Fragestellung, wie ich das dann vielleicht auch tatsächlich im Produktiveinsatz im Unternehmen einsetzen kann. Kurz nachdem das Meta-Llama-Modell, das erste Llama-Modell veröffentlicht wurde, gab es schon tatsächlich erste Versuche, das dann auch auf herkömmlichen Computern entsprechend zum Laufen zu bekommen. Und ein Entwickler aus Bulgarien, Georgi Gerganov, hatte tatsächlich schon frühzeitig das Programm Llama CPP entwickelt, nämlich die Umsetzung, also wie dieses Llama-Modell dann tatsächlich auch genutzt werden kann, um Text zu erzeugen. In der Programmiersprache C++ hatte das Ganze umgesetzt, deshalb kommt der Name Llama CPP daher. Und seitdem gibt es ganz viele verschiedene Mittel und Wege, wie man diese Tools zum Laufen kriegen kann. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich persönlich sehr begeistert, einfach weil es für mich sich immer noch ein bisschen anfühlt wie Magie, wenn man auch ohne Internetverbindung relativ komplexe Sachverhalte mit seinem Computer diskutieren kann. Llama CPP kann natürlich dafür genutzt werden, ist tatsächlich nicht unbedingt die einfachste Variante. Dafür muss man sich ein bisschen mit der Materie auskennen, um dieses System einzubinden. Es gibt aber sehr viele zugängliche Tools, die darauf aufsetzen und das dann tatsächlich sehr, sehr einfach machen. Und davon möchte ich jetzt zwei Tools einmal vorstellen. Einmal das Tool Yan AI und zum anderen das Tool LM Studio. Beide Programme sind sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar und lassen sich relativ einfach installieren. Wir laden also einmal Yan herunter und zu LM Studio. Die Links werden wir natürlich auch entsprechend unter dem Video verlinken und schauen uns diese beiden Programme einmal an. Das sind, wie gesagt, nur zwei Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich eine ganze Vielzahl an Programmen, aber für den Anfang bietet sich eines dieser Programme definitiv an und es macht es, wie wir gleich sehen werden, sehr, sehr einfach, das Ganze dann tatsächlich zu nutzen. Ich habe also die Software Yan schon heruntergeladen und kann die jetzt ganz einfach wie jede herkömmliche Software auf Windows beziehungsweise im Fall von Mac dann halt für Mac OS installieren. Und sobald das Programm auf meinem Rechner installiert ist, kann ich dann tatsächlich schon auch die ersten Modelle herunterladen. Man braucht also immer ein sogenanntes Large Language Model, was dann betrieben wird. Davon gibt es, wie gesagt, mittlerweile schon sehr, sehr viele. Und da ist es so, dass abhängig davon, über welche Hardware mein Computer verfügt, man größere oder eben kleinere Modelle einsetzen kann. Wir sehen also hier, ich habe jetzt das Interface von Yan AI vor mir und das Ganze sieht schon tatsächlich so ein bisschen aus wie ChatGPT. Und wir sehen hier rechts eine Modellauswahl und im Standard möchte er Claude 3 Opus auswählen. Das ist aber noch gar kein lokales Modell, Claude 3 Opus. Das ist ein Modell von Anthropic, was man online nutzen kann über einen sogenannten API-Schlüssel. Ich möchte ja aber jetzt in diesem Video zeigen, wie man lokale Modelle lauffähig bekommt. Und deshalb kann ich jetzt hier entsprechend unter der Modellauswahl den sogenannten Hub
erkunden, also der Hub, der Ort, wo also diese verschiedenen Modelle verfügbar sind. Und da sehen wir auch schon, das sogenannte Llama 3 8B Modell ist hierzu verfügbar. Und wir sehen, da gibt es noch einen Buchstaben und eine Zahl dahinter, Q4 in dem Fall. Das ist noch eine Besonderheit, und zwar lassen sich diese Modelle auch noch einmal komprimieren, um noch mal kleiner zu sein und auf auch kleinere Hardware schnell zum Laufen zu bekommen. Man spricht da von sogenannter Quantisierung. Diese Modelle werden also im Prinzip komprimiert, indem die Gleitkommazahlen, aus denen diese Modelle bestehen, lange Listen von Gleitkommazahlen, entsprechend um Nachkommastellen gekürzt werden und da entsprechend gerundet wird. Das führt dann dazu, dass diese Modelle vielleicht ein bisschen ungenauer werden. Im Konkreten heißt das, dass also beispielsweise die Wörter teilweise anders vorhergesagt werden, weil entsprechend die Ergebnisse der internen Berechnung einfach anders sind aufgrund von Rundungsfehlern. Aber man kann im Normalfall sagen, dass ein Q4-Modell, also ein Modell mit einer 4-Bit-Quantisierung, immer noch ganz gut ist und fast so gut ist wie das unkomprimierte Modell. Das hängt ein bisschen von Modell zu Modell ab. Ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Im Standard bei den meisten Tools werden, wie gesagt, diese 4-Bit-Quantisierung angeboten. Und man kann sehen, das Modell hat eine ungefähre Größe von 4,6 GB und das laden wir hier einmal runter und schauen uns das an. Und wir können im Prinzip ausprobieren, wie man das verwenden kann. Ich wähle also hier links meinen Llama 3 Modell aus. Ich ändere jetzt erstmal im Standard nichts und frage das Modell, ja, und schreiben wir mal, ich brauche einen Businessplan für ein Hotdog Foodtruck. Und es ist so, dass natürlich dieses Llama 3 8B Modell deutlich weniger leistungsfähig ist als zum Beispiel ein GPT-4. Aber wir können ja jetzt selber einmal darüber urteilen, wie das Ergebnis ist. Wir sehen auch hier, dass die Tokengeschwindigkeit, das heißt ungefähr knapp 2 Tokens pro Sekunde produziert mir das System hier auf diesem Rechner. Wie gesagt, die Grafikkarte ist nicht allzu leistungsfähig, aber wir sehen, das ist noch gerade akzeptabel zu nutzen. Interessant ist, ich habe die Frage oder die Anweisung auf Deutsch geschrieben und erhalte trotzdem eine englische Antwort. Das ist gerade bei diesen kleineren Modellen der Fall, weil diese Modelle tatsächlich gar nicht so gut auf Mehrsprachigkeit trainiert worden sind und dementsprechend meistens auf Englisch antworten wollen. Man kann diese Modelle dahin bekommen, auch auf Deutsch zu antworten. Das funktioniert abhängig vom Modell mal mehr, mal weniger gut. Es gibt tatsächlich auch einige Modelle, die speziell nochmal mit deutschem Text nachtrainiert sind und deutschen Text besser verarbeiten können. Aber wie wir sehen, das Ganze funktioniert tatsächlich jetzt lokal. Wenn ich die Internetverbindung abschalte, dann funktioniert das weiterhin. Und im Prinzip baut sich der Text nach und nach auf mit ungefähr 2 Tokens die Sekunde. Und ja, ich erhalte hier beispielsweise mal einen Vorschlag für einen Businessplan für einen Hotdog Foodtruck im schönen Namen Frankie Delicious. Ja, hier sehen wir einmal die Oberfläche von LM Studio und im Prinzip funktioniert das genauso wie Yan AI. Man hat also die Möglichkeit, verschiedene Modelle herunterzuladen. Zunächst einmal hier in der Übersichtsseite beispielsweise. Auch hier ist das Llama 3 8B Modell direkt zu sehen. Das haben wir auch hier schon runtergeladen. Und es gibt tatsächlich noch viele andere Modelle. Google hat beispielsweise vor kurzem auch wieder neue Modelle veröffentlicht, die frei verfügbar sind. Die Gemma-Modelle, einmal in der 9B-Version und in der 27B, also jeweils Milliarden-Parameter-Version. Und im einfachsten Fall, wie gesagt, laden wir hier ein Modell herunter. Diese Modelle kann man dann auch hier sehen. Wir haben also hier das Meta Llama 3 8B in der Instruct-Version heruntergeladen. Instruct-Version war ja das Thema für Chat-Interaktion nochmal entsprechend nachtrainiert. Und das ist hier die 4-Bit-Quantisierung. Das heißt, wir sehen, 4,92 GB nimmt das Modell in Anspruch. Wir brauchen also, wenn wir das beispielsweise über den CPU betreiben wollen, über den Prozessor unseres Rechners, dann brauchen wir also mindestens genügend Arbeitsspeicher, um das Modell und das jeweilige Kontextfenster in den Speicher zu laden. Besser noch, wir nutzen eine Grafikkarte, damit geht das deutlich schneller.
Und auch hier braucht man dann mindestens eine Grafikkarte mit möglichst 8 GB Video-RAM. Und wir probieren das Ganze einmal aus. Wir machen einen neuen Chat auf, wählen das Modell aus. Hier links sehen wir in den Einstellungen, wir haben die Möglichkeit, das Kontextfenster tatsächlich anzugeben. Das Llama-Modell verfügt im Standard über ein Kontextfenster von rund 8000 Tokens. Hier sind jetzt 2000 Tokens eingestellt. Das heißt, es braucht tatsächlich weniger Speicher für das Betreiben, wenn man das Kontextfenster runterkürzt. Man könnte jetzt so über den Daumen gepeilt sagen, das sind dann 1500 Worte, die der gesamte Chat umfassen darf. Also dieses Hin- und Herschreiben, bevor etwas vorne, hinten oder in der Mitte abgeschnitten werden muss. Das kann man tatsächlich hier auch einstellen, wie das gehandhabt werden soll. Wir haben die Grafikbeschleunigung aktiviert, das ist ganz wichtig, damit das dann auch entsprechend schnell funktioniert. Und wir stellen einfach eine Frage: Was kann er mir beispielsweise über den Mars erzählen? Und wir sehen, dadurch, dass wir die Grafikbeschleunigung jetzt aktiviert haben, obwohl das nicht die neueste Grafikkarte ist, die hat also eigentlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und trotzdem geht das relativ schnell. Das Modell versteht meine Frage, gibt mir eine relativ ausführliche Antwort und das Ganze kann ich dann entsprechend ausprobieren. Das heißt, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, bietet sich das schon durchaus an, um damit ein bisschen rumzuspielen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt beispielsweise nicht die öffentlich verfügbaren Modelle wie ChatGPT nutzen, die zwar besser sein werden, weil es einfach deutlich größere Modelle sind, aber natürlich dann auch entsprechend auf Fremdhardware letztendlich laufen, beziehungsweise über Fremdanbieter bereitgestellt werden. Und das ist natürlich alles schön und gut, wenn man das im Prinzip hier über dieses Chat-Interface dann nutzen kann. Interessant wird das Ganze aber dadurch, dass sowohl Yan AI als auch LM Studio mir auch noch die Möglichkeit bieten, einen lokalen Server zu starten und diese Modelle dann nicht mehr nur über das eigene User-Interface genutzt werden können, sondern ich im Prinzip die Antwort dieser Modelle in jegliche Software einbinden kann, die ich intern betreibe. Und das möchte ich einmal nur ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Im Fall von LM Studio haben wir hier links die Möglichkeit, den lokalen Server auszuwählen. Und hier oben muss man dann ganz genauso wie auch im Chat-Modus das Modell auswählen, was man benutzen möchte, und kann dann im Prinzip schon direkt auf Start Server klicken. Dann fragt mich jetzt in dem Fall die Windows Firewall noch einmal, ob ich das zulassen möchte. Und das Modell wird wie gehabt in den Grafikspeicher geladen. Ich sehe gerade, eine Sache muss ich noch ändern, und zwar möchte ich ja das gesamte Modell passt in meinen Grafikspeicher. Die Grafikkarte hat 8 GB VRAM, das Modell alleine hat rund 5 GB, das heißt, das passt ohne Probleme komplett in meinen Grafikkartenspeicher rein. Und ich starte jetzt den Server. Und erstmal passiert natürlich nichts, denn jetzt muss ich im Prinzip das in meine Software einbinden. Und das zeige ich einmal ganz einfach, wie das funktioniert. Hier ist auch tatsächlich dankenswerterweise auch schon ein Beispiel für verschiedene Programmiersprachen, beziehungsweise wenn man das Ganze über die Kommandozeile ansprechen will. Wir probieren mal aus, wie wir das Ganze jetzt aus einem Python-Programm beispielsweise ansprechen können. Dafür gehe ich einfach in meine Entwicklungsumgebung. So, und ich mache jetzt einfach mal eine neue Python-Datei auf und kopiere die Vorlage von LM Studio jetzt hier rein. Wir sehen, wir müssen eine Bibliothek importieren, die OpenAI-Bibliothek, denn wir sprechen das Modell genauso an, als würden wir das GPT-Modell von OpenAI ansprechen, das in der Cloud läuft. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir eine Base-URL mitgeben. Das heißt, wir ändern im Prinzip die Adresse, die angesprochen werden können. Wir brauchen in dem Fall auch keinen API-Schlüssel, wie das normalerweise bei ChatGPT oder anderen Anbietern der Fall wäre, weil das Ganze ja lokal auf unserem eigenen Rechner läuft. Ich muss nur noch einmal die OpenAI-Bibliothek installieren mit pip install OpenAI. Diejenigen, die mit Python arbeiten, werden das sehr gut kennen. Und dann kann ich im Prinzip dieses Skript auch ausführen. Und was das Skript machen wird, ist, es verbindet sich mit dem Client, in diesem Fall LM Studio,
und es fragt an, dass mit dem Modell, was wir ausgewählt haben, im Prinzip eine Anfrage gestellt wird. Die Anfrage ist in dem Fall Introduce yourself und der sogenannte System Prompt, also die Art und Weise, wie das Modell sich verhalten soll, ist hier Always Answer in Rhymes. Das heißt, es wird im Prinzip immer so antworten, als würde es reimen. Genau, und wir können also das Skript dann entsprechend ausführen und nach einer kurzen Weile werden wir sehen, ich bekomme eine Antwort. In dem Fall antwortet er, wie wir erwartet haben, mit Reimen. Und wenn wir zu LM Studio gehen, können wir auch tatsächlich das nachverfolgen. Also wir sehen, welche Anfragen jetzt hier reingekommen sind. Wir sehen auch tatsächlich dieses Thema der Next Token Prediction, also dass das Wort für Wort tatsächlich sich aufbaut. Und das Interessante ist natürlich jetzt die Frage, wie wir sowas auch in unsere eigene Infrastruktur, in unsere eigene Software vielleicht auch integrieren können. Und wir können uns vorstellen, dass es sich zahlreiche Möglichkeiten ergeben. Immer dann, wenn wir also im Prinzip mit Text arbeiten oder auch mit Daten, können wir natürlich ausprobieren, wie gut diese Modelle da entsprechend schon funktionieren. Und ich hatte ja gesagt, die Qualität dieser lokalen Modelle reicht nicht an das ran, was Stand der Technik ist bei OpenAI oder bei Anthropic beispielsweise mit dem neuen Claude 3.5 Sonnet-System, was relativ leistungsstark ist und tatsächlich auch schon sehr lange komplexe Antworten geben kann. Aber für Unternehmen finde ich das deshalb interessant, weil man natürlich sehr niederschwellig ausprobieren kann, wie man solche Systeme integrieren kann. Also auch wenn die Qualität der Antworten vielleicht noch nicht überzeugen kann, hat man zumindest die Möglichkeit zu experimentieren, es auszuprobieren. Und wenn man im Prinzip eine Art Proof of Concept aufgebaut hat, kann man immer noch dann entsprechend auch die besseren und größeren Modelle nutzen. Wobei man beachten sollte, wenn es darum geht, Use Cases zu bewerten, dahingehend, ob diese technisch machbar sind, dann sollte man natürlich von Beginn an diese Tests mit den möglichst besten Modellen ausprobieren und dann sukzessive schauen, ob man das Ganze vielleicht auch runterskalieren kann. Das heißt, günstigere, kleinere Modelle zu nutzen. Die großen Modelle wie GPT-4o oder auch Claude 3.5 sind natürlich aktuell die teuersten Modelle. Bei wenigen Anfragen sind das wenige Cent, die da anfallen, aber gerade bei größeren Anfragen, wenn es beispielsweise vielleicht darum geht, Daten zu analysieren oder zu migrieren, dann können natürlich die Kosten auch da ganz schön in die Höhe gehen. Und deshalb finde ich das so spannend, dass man einfach die ganze Bandbreite an Möglichkeiten hat, von den wirklich besten Modellen, die genutzt werden können, bis hin tatsächlich zu kleinen lokalen Modellen, die auf relativ leistungsschwacher Hardware auch laufen werden. Und die Hersteller gehen tatsächlich auch immer mehr dazu über oder werden dazu übergehen, auch das selbst in die Systeme zu integrieren. Sowohl Microsoft hat ja Copilot-PCs schon angekündigt, beziehungsweise die ersten schon auf den Markt gebracht, wo kleinere lokale Modelle tatsächlich dann direkt auf dem Endgerät laufen und in bestimmte Software integriert werden. Auch Apple wird das ab September zumindest erstmal in den USA verfügbar machen für die neuesten iPhone-Modelle und für die Mac-Modelle mit den M-Chips. Da werden dann auch kleinere Modelle lokal laufen und für sowas wie beispielsweise Umschreiben oder Formulierung von E-Mails, Fehlerkorrekturen oder einfach Generierung von Ideen und Vorschlägen genutzt werden. Für Unternehmen aber ist es so spannend, weil wir ja jetzt schon die Möglichkeit haben, das in unsere Systeme zu integrieren, auszuprobieren und im Prinzip sind der Fantasie da auch keine Grenzen gesetzt. Natürlich ist nicht alles, was wir uns überlegen, technisch wirklich schon gut abbildbar, aber wir müssen davon ausgehen, dass diese Systeme sich weiter verbessern werden. In welcher Geschwindigkeit, das sei mal dahingestellt, aber es ist so, dass wir jetzt schon davon ausgehen können, dass diese Systeme in unsere Prozesse integriert werden, in unsere Arbeitsabläufe und auch in unsere IT-Infrastruktur integriert werden. Und je früher wir das angehen, je früher wir auch die Expertise sammeln, wie diese Systeme angesprochen werden können, wie man mit diesen Systemen interagieren kann, umso eher finden wir auch die spezifischen Anwendungsfälle für unser eigenes Unternehmen. Und deshalb plädiere ich dafür, dass ob es lokale Modelle sind oder ob es die öffentlich verfügbaren Modelle sind, jedes Unternehmen sollte sich die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, überlegen, anschauen und für sich dann auch sehr schnell bewerten, welche dieser Systeme genutzt werden sollen. Das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, das Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich experimentiere sehr gerne mit lokalen Modellen. Ich finde es auch wirklich sehr schön, dass wir, anders als es vielleicht früher der Fall war, in einer Situation sind, wo man wirklich ein
bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten hat und das Ganze halt noch nicht mal 2 Jahre her ist, dass ChatGPT veröffentlicht wurde und trotzdem oder gerade deshalb wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten haben und jetzt im Prinzip sich die Frage stellt, wofür nutzen wir diese Systeme und welche Potenziale wollen wir damit erschließen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine Videos von uns verpassen wollt. Gerne könnt ihr natürlich in den Kommentaren auch Fragen stellen, sei es zu lokalen Modellen, sei es zum Thema Bildgenerierung. Wir haben tatsächlich die letzten knapp 2 Jahre sehr, sehr gut genutzt und haben intern natürlich eine große Kompetenz bei uns schon aufgebaut und tragen das Ganze sehr gerne in die Breite und helfen Unternehmen auch dabei, die Anwendungsfälle, die tatsächlich in der Vielzahl vorliegen, für sich zu erschließen. Danke und bis zum nächsten Mal.